Im Sommer 2019 besuchten wir die viertgrößte Insel des Mittelmeers, Corsica. Ausgangspunkt unserer Reise war Salzburg. Die Anreise nach Genua, von wo aus die Nachtfähre nach Bastia ablegte, bewältigten wir an einem Tag. Ja, jetzt haben wir uns da durchgekämpft. 8 Stunden lang durch Hitze und Verkehr und Stau. Und es ist nur erst warten bis morgen früh um 8, weil die Franzosen streiken. Was sagst du dazu? Die Wartezeit bis zur Abfahrt am nächsten Morgen nutzten wir, um uns stilvoll von der langen Anreise zu erholen und entspannt in den Urlaub zu starten. Ich habe einen Moskau Mule und du hast einen Sbagliato. Schmeckt das? Ist jeden Cent der 7,90 € wert, muss man sagen. Es ist zumindest schöner Frische. Gegen 9 Uhr legte unsere Fähre dann schließlich ab und wir konnten die Überfahrt bei strahlendem Sonnenschein genießen. Nach etwa 7 Stunden erreichten wir den Hafen von Bastia. Die Hauptstadt des Departements Haute-Corse ist die zweitgrößte Stadt der Insel und ist dank des größten Hafens ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum. Die Ursprünge der Stadt gehen bis auf die Römerzeit zurück. Ihren Namen, der von Bastion, also Festung, hergeleitet wird, verdankt sie den Genuesern, die Bastia zu einer Festungsstadt ausgebaut haben. Bereits die ersten Kilometer entlang der kurvigen Küstenstraße nach Norden gewährten uns erste Einblicke auf die eindrucksvolle Landschaft des Kap Corse. Den ersten Abend verbrachten wir auf dem Camping a Casaiola in Sisco, wenige Kilometer hinter Bastia. Wir sind angekommen, haben jetzt Zelt aufgebaut, war echt anstrengend, es ist sau heiß. Und Dass du die Brustelle übernommen hast. ja, und jetzt gehen wir noch ans Swimmingpool. Du willst mir erzählen, dass du jetzt geduscht bist, lass mal sehen, das ist ja überhaupt nichts. Das finde ich nett, dass du mich trägst. Wir sind auf jeden Fall Disteln, weil ich habe schon eine kleine Dorne in meinem Finger gehabt. Oh je. Ich habe schon rausoperiert. Also. Strand von Nonza. Strand von Nicht ganz, weil wir waren zu faul eindeutig, muss man sagen. Oder der Johann war zu faul. 1000 Stufen, das tue ich mir nicht an. Für das hier. Das wäre nur was gewesen, wenn wir ins Wasser gesprungen waren. Da hätte es ja ausgezahlt, aber nur
oder so. Wie viel Grad haben wir? 37 oder so? Mittlerweile werden es schon 38 sein wahrscheinlich. Oh Mann. Ich freue mich auf den Pool heute Abend. Kurzes Revue passieren lassen des heutigen Tages und unseres Unterkunftsplatzes jetzt da. Haben wir eigentlich doch nochmal Glück gehabt. Zwar kein Pool. Okay. Ja. Gestern war es schön auf jeden Fall. Gestern war es cool mit Privatpool. Und viel billiger. Ja, 8 Euro billiger, 9 Euro. Wir haben gestern 19 Euro irgendwas zahlt. ja, und heute jetzt fast 30. Ja. Naja, wie auch immer. Heiß. Ja, 38 Grad haben wir gehabt. Und jetzt werden wir das Zelt aufbauen und dann Schmeißen wir ins Meer. genau, Du reizt die Zechen rein vielleicht. leicht. Vielleicht. Dann machen Da wir geh uns was duschen. Gesundes, Leckeres zum Essen. Mit Käse. Und Käse. Baguette. Baguette. Na dann. Was machst denn du da? Reiseführer studieren. Jetzt habe ich den passenden Aperitif für mich gefunden. Das ist ähnlich wie Portwein. Aber Nicht aber. Jetzt weiß ich, was man bestimmen muss. Als Aperitif, wenn man was haben möchte. Was Gutes. wo sind wir denn, Sandy? In Spelunca. Na, Speluncato. Ah ja. Aber fast was. Fast. Das ist die Hitze von 38 Grad, da kann man nicht mehr so gut denken.
gestern ist es so heiß gewesen, um ca. 18 Uhr, dass wir uns trotz einer nicht besonders idealen Lage entschlossen haben, auf diesem Campingplatz. Hat der Opfer entdeckt. Schaut ihr jetzt zu mir oder weg von mir? Schaut meiner Meinung nach weg von dir. Jetzt schaut es nach vorne. Gutes Frühstück. Wir haben auch noch Croissants, gell? Ja, ein Brioche habe ich noch. Ja. Und 9 Uhr morgens und schon 34 Grad. Also gefühlt mehr auf jeden Fall. Hier ist die Offiziersmesse der französischen Fremdenlegion untergebracht. Lass mal hören, was wir da Leckeres haben, Sandy. Ich habe ein Kastanien- und ein Passionsfruchteis. Und du Kastanien und Milchschokolade. Chocolat Menthe und Kastanie. Non, je reviens. Da haben wir aber ein tolles Platz gefunden, Sandy. Mit ein bisschen Anstrengung sogar eins für uns ganz alleine. Tatsache. Dann riecht Oben erst die Schuhe rausgekommen ist, Alter. bei der Hitze. Klebt schon alles. Werden wir uns jetzt hier ein bisschen abkühlen. Es ist einfach zu heiß. 39 Grad Außentemperatur. Und was schätzt das Wasser? Keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Aber im ersten Moment ist es so ein bisschen komisch. Das ist so ein bisschen hinaus.
Ja, voll. Ich nehme das zurück, dass der so warm ist. Ich schwitze jetzt doch wieder ziemlich, muss man sagen. Was für ein Smoothie hast du? Ein Exotic Smoothie mit Mango, Ananas und Passionsfrucht. Ja, Und hilft was gegen die Hitze? noch nicht, aber so ist es nicht. So hilft es am meisten. Mal schauen, was keiner so kann. Aber es war gut.
kann man es aushalten. Da ist einer. Un momento. Es ist gar nicht so kalt. Im ersten Moment glaubt man Natürlich. einfach, es ist voll kalt, aber Herrlich. Naja, ist nicht so mit Streicheln. Ganz schön steiler Aufstieg. Glaubst du, schaffen wir das, dass uns die Ameisen nicht alles zusammenfressen, bevor wir es futtern? dass wir einfach schnell genug sein dann. Ja. Natürlich schafft man das. Die sind so klein, die sind so groß. Auf jeden Fall. Das Wasser schaut sehr schön aus, muss man sagen. So, wir sind in Bonifacio angekommen und wir werden hier 2 Tage lang bleiben. In einem ganz netten Hotel. Das Zimmer haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ja. Glauben wir. Ja, also schaut aber. Es Schaut, liegt zumindest ziemlich ja, es gut. liegt gut und Ja. es macht so jetzt auch einen sauberen, rustikalen Eindruck. Genau. Ist in der Oberstadt von Bonifacio. Und wir haben 2 Nächte gebucht, so dass wir jetzt heute Nachmittag und morgen den ganzen Tag Zeit haben, um hier die Gegend unsicher zu machen. Wir haben ja schon an die Gegend da zu Ja, erkunden. genau. Wir machen jetzt wir haben uns solche Audio-Guides geholt und machen damit jetzt einfach einen Rundgang durch die Stadt, weil es ist eine gute Möglichkeit, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Dann erfährt man ein bisschen Hintergrundwissen. Und nicht nur, was man der Herr Scheiber immer vorliest von Wikipedia. Sehr dankbar dafür übrigens. Ja. Und wir haben außerdem sehen wir so alle Ecken, die ganze Stadt ist vollgestopft mit lauter Restaurants, So aber ist. ganz nett eigentlich so. Und da werden wir dann checken, wo wir heute Abend Genau, und die Anfahrt war schweißtreibend. sehr schweißtreibend. Evident. Ohne Motorrad wären wir gar nicht hier herum. Genau. Ils sont tous comme ça. Jusque là, non? Mesdames et messieurs, 10 minutes à passer. Schau, wie schmal die Häuser sind. Das Ja. ist immer gleich die nächste Hausnummer ein Eingang weiter. Und dass hier Handel betrieben wurde, aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen breiter als die anderen Straßen, weil, wenn man sich das hier anschaut, es geht noch schmäler.
Erzähl mir das mal ganz kurz, was du mir gerade eben gesagt hast. Ich weiß gar nicht, was ich da trinke. Es ist ein Vin de Châtaigne. Châtaigne, ja. Keine Ahnung, ich habe gedacht, das ist vielleicht was mit, heißt das Kastanien, aber irgendwie schmeckt es so ein bisschen nach Kirsche. Aber ziemlich lecker auf jeden Fall. Ja. Wir haben einen Tapas bestellt, aber keine Ahnung, was das ist. Und sag mir noch, was das schmeckt. Weiß ich gar nicht. Ein bisschen was Medizinisches hat sie Abgang, aber die Orange macht es fruchtig. Überblick bewahren. Wir haben sie noch ein Stück, warten wir ab. Aber Also, ja, das haben wir schon geschafft. ich auf alle Fälle. Schön.